Hallo und herzlich willkommen zum 6. Teil unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 7 oder auch zu allen anderen Smartwatches, die unter Wear OS 5 laufen, beziehungsweise auch die meisten Dinge gehen auch für Wear OS 4, also sprich Samsung Galaxy Watch 4, 5, 5 Pro, 6 und 6 Classic sind auch betroffen. Viel Spaß mit dem Video rund um Musik. Ja, eine Funktion, die ich selber nicht nutze, ist, Musik über den Lautsprecher der Uhr zu hören. Das ist mir tatsächlich, ist nicht meine Methode, weil ich A, den Lautsprecher nicht so gut finde und B, nicht gerne die Umgebung mit meiner Musik beschalle. Deswegen ist das Wichtigste aus meiner Sicht, dass ihr erstmal mit der Uhr eure Bluetooth-Kopfhörer koppelt. Oder halt umgekehrt, je nachdem wie ihr wollt. Geht einfach oben über die Einstellungen, dann geht ihr hier unten auf Suchen und ihr seht, meine Kopfhörer sind alle schon gekoppelt, weil sie mit dem Telefon gekoppelt sind. Wir könnten jetzt hier noch den Fernseher koppeln, macht weniger Sinn, aber sucht da eure Bluetooth-Kopfhörer, um sie direkt mit der Uhr zu verbinden, denn dann könnt ihr die Offline-Funktionalitäten der Streaming-Apps oder auch sonstige Offline-Dinge direkt mit der Uhr nutzen. Ja, apropos Streaming, der Platzhirsch ist natürlich Spotify und Spotify ist auf der Samsung Galaxy Watch 7 oder unter Wear OS auch mit einer eigenen App vertreten. Die ist auch richtig gut, aus meiner Sicht eine der besten Musik-Apps, die es für die Uhr gibt. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze auf eurer Uhr wiederzugeben, auf dem Telefon oder auch mit über Spotify Connect quasi auf euren Sonos-Geräten zum Beispiel. Richtig, richtig cool, könnt ihr direkt über die Uhr steuern, braucht ihr gar nicht irgendwie in eurer App oder so zu gucken. Ihr könnt das Ganze aber auch auf der Uhr, und das ist tatsächlich jetzt relativ neu, ist noch nicht so lange vorhanden, auch auf dem Lautsprecher der Uhr hören. Wie gesagt, ich persönlich brauche das nicht, aber wer es braucht, für den funktioniert es jetzt. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit natürlich hier eure Downloads zu verwalten und einzustellen, ob ihr auch bei mobilen Daten downloaden wollt. Ihr könnt die Audioqualität anpassen beim Streaming oder auch bei mobilen Daten, das lässt sich auch einstellen. Ansonsten braucht man nicht viel einstellen, außer dass hier nochmal die Option Kopfhörer verbinden, wobei das geht dann in dieses Menü, was ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Ansonsten findet ihr hier natürlich alle eure gespeicherten Daten bei Spotify und ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze offline auf die Uhr herunterzuladen, sodass ihr dann, wenn ihr entweder das Ganze über die Lautsprecher der Uhr oder über Bluetooth-Kopfhörer hören wollt, tatsächlich auch ohne euer Telefon und auch ohne die LTE-Version der Uhr zu haben, das Ganze offline hören könnt. Und dann geht's halt los und wie gesagt, ihr könnt das auf die Uhr legen und könnt dann entweder euren Bluetooth-Kopfhörer verwenden oder eben auch den Smartwatch-Lautsprecher, wenn ihr das denn wollt. Ich persönlich nutze das nicht, aber für wen es relevant ist, es geht unter Spotify. Ja, diejenigen von euch, die vielleicht YouTube Premium nutzen, die haben logischerweise direkt auch mit dabei oder beziehungsweise manchmal auch gar nicht gewünscht mit dabei, YouTube Music mit an Bord. Auch dafür eine native App, die auch einen Offline-Modus bietet. Aber hier der große Nachteil aus meiner Sicht, zumindest weiß ich nicht, wie es geht. Wenn ihr wisst, wie es geht, sagt mir gerne Bescheid, wie man einfach Musik suchen kann. Also ihr könnt hier zwar aus vorgefertigten Playlists was rausnehmen und das Ganze dann auch leider nur abspielen über den Bluetooth-Kopfhörer, nicht eben über den Lautsprecher der Uhr, das ist ein Unterschied zu Spotify, aber wie gesagt, ansonsten könnt ihr tatsächlich auch nicht selber Musik suchen, zumindest habe ich keine Möglichkeit dazu gefunden und das ist tatsächlich auch schon seit einer Generation der App für YouTube Music auf der Uhr so, also insofern, das funktioniert hier nicht. Offline Music funktioniert aber, ihr könnt quasi Musik herunterladen lassen und zwar auch da auf Basis eurer bisherigen Nutzung sozusagen, ich glaube, man nennt es bei YouTube Music Smart Download, da habt ihr die Möglichkeit einzugeben, wie viel Titel ihr denn runterladen wollt und ihr seht hier auch nochmal 20 GB sind frei auf der Uhr, also ihr könnt da schon ordentlich was draufknallen letzten Endes. Geht hier über WLAN oder natürlich auch mobil, macht aber in meinem Sinn, aus meiner Sicht nur mobil, beziehungsweise nur über WLAN Sinn. YouTube Music aus meiner Sicht nicht die erste Wahl bei den Musik-Apps. Ja, etwas besser steht dann Amazon Music da. Da ist es tatsächlich so, dass wenn ihr da die Möglichkeit habt, auf den gesamten Katalog zuzugreifen, aber auch in der Abspaltung nur die Prime-Version, also die Prime Music-Version, ich glaube Music Unlimited nennt sich das bei Amazon, dann habt ihr hier die Möglichkeit auch Offline-Downloads zu nutzen. Ihr könnt das Ganze wiedergeben, auch nicht über den Lautsprecher, sondern nur über Bluetooth beziehungsweise auf eurem Handy. Auch das ist dann vielleicht wieder ein Nachteil von Amazon Music, aber ihr könnt halt
suchen. Und das ist was ich ja persönlich ganz cool finde. Ihr könnt einfach ganz normal nach eurer Musik suchen, die ihr hören wollt. Ansonsten auch auf das zugreifen, was ihr quasi in euren Möglichkeiten der Amazon Music App auf dem Handy habt. Ihr habt den Offline-Modus. Ihr könnt, wie gesagt, in den Downloads gucken, euch was runterladen. Ihr könnt in Musikvorschlägen gucken, in eurer Bibliothek gucken. Also Amazon Music ist da auf jeden Fall auch schon einen Schritt weiter, als das noch vor einiger Zeit der Fall war. Wenn ihr natürlich Amazon Music nutzt, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die native App zu verwenden, weil es viel einfacher geht, als alles andere zu nutzen. Ja, mein persönlicher Favorit ist aber der Radio Player. Das ist wirklich eine mittlerweile, und es gab in der Vergangenheit da so ein bisschen Probleme, eine Wear OS App, die super unter Wear OS angepasst ist und die auch nicht abstürzt wie in der Vergangenheit. Die neueste Version, die speziell für Wear OS gemacht ist richtig, richtig gut. Eine Radio Player App, gibt natürlich noch mehrere im Play Store, aber die ist mein persönlicher Favorit. Die funktioniert flüssig, die läuft super, da gibt es wirklich nichts zu mäkeln. Aus meiner Sicht, da das Ding auch noch kostenlos ist, die Empfehlung, wenn ihr Radio hören wollt. Es geht über den Lautsprecher der Uhr. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch über Bluetooth hören, also wie ihr wollt. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und das halt eben kostenlos und ohne, dass ihr irgendein Abo haben müsst. Ihr braucht natürlich eine Datenverbindung. Es gibt hier keinen Offline-Modus, logischerweise. Aber das ist wirklich, wirklich richtig gut, was der Radio Player hier abliefert. Guckt euch das Ding mal an. Ich glaube, es gibt, auch wenn ich die nicht alle ausprobiert habe, es gibt keine bessere Radio Player App unter Wear OS und vor allen Dingen mit dieser Auswahl und den Funktionalitäten. Deswegen meine Empfehlung, guckt euch das Ding mal ab, wenn ihr ab und an Radio hört. Wenn ihr noch MP3s auf eurem Handy, auf eurem Speicher oder wo auch immer habt, dann könnt ihr die natürlich auch über die Uhr hören. Wir haben einen relativ großen Speicher, 20 GB sind frei, haben wir vorhin schon gesehen, und den könnt ihr theoretisch auch einfach mit MP3s vollknallen und die dann über den normalen Musikplayer auf der Uhr abspielen. Hier seht ihr die Funktion, Titel auf Telefon hinzufügen. Das ist jetzt etwas misleading, denn das bedeutet letzten Endes nichts anderes, als dass ihr hierüber die Funktion auf eurem Smartphone startet, auf die Uhr Musik drauf zu spielen, und die könnt ihr dann halt auch abspielen, entweder über den Lautsprecher, so wie das jetzt hier gerade läuft, auch wenn ihr es nicht hört, oder halt über Bluetooth. Das lässt sich alles einstellen, und insofern ist auch dieser Player, wenn ihr viele MP3s noch habt, durchaus eine Option, die man nutzen kann, gerade wenn man vielleicht nicht streamen möchte oder halt eben Radio, wie gerade eben gezeigt, vielleicht auch nicht die richtige Option für einen ist. Ich habe ja jetzt nur eine Auswahl an Musik-Apps getroffen, die ich euch gezeigt habe, weil ich dafür jeweils ein Abo habe. Es gibt aber noch viel, viel mehr Apps. Es gibt noch Deezer, es gibt Soundcloud und so weiter und so fort. Checkt einfach mal, ob euer Streaming-Dienst nicht auch eine Wear OS App habt, weil dann könnt ihr das Ganze gegebenenfalls auch verwenden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir herzlich gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende, wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.